Erreiche Langlebigkeit. Das ist das Ziel, dass wir lange leben. Was heißt lange? Beim einen ist lange 60 Jahre, beim anderen ist es 90 Jahre, bei diesem 105 Jahre. Es spielt keine Rolle. Es ist wichtiger die Qualität. Und es ist wichtiger, dass wir unseren Plan erfüllen können. Für das, was wir gekommen sind. Und jeder ist aus irgendeinem Grund gekommen. Und die Ursache für Krankheit ist nicht ein Fehler des Körpers. Oder die Ursache von Beikraut ist nicht ein Fehler der Erde oder was auch immer da. Sondern es ist alles eine Antwort. Es wird eine Ursache gesetzt und es kommt eine Antwort. Und die erzeugt wieder eine Ursache und das geht hin und her. Und da wissen wir nie zum Vorher, was die Antwort sein wird. Aber die Antwort ist dann der Spiegel von der Ursache, die wir gesetzt haben. Und von diesem Gesetz her, da lernen wir so viel. Krebs ist eine normale, adaptive Reaktion des Körpers. Es ist einfach eine Zellteilung, die notwendig ist für das, was da verursacht worden ist. Es ist nicht eine gescheiterte Funktion des Körpers, wie es die moderne Medizin darstellt. Und ich habe in diesen Tagen auch eben wieder gehört bei Fragen und so, wir haben noch zu fest das Bewusstsein, dass man Krankheit bekämpfen muss, dass wir Symptome bekämpfen müssen. Und das funktioniert nicht. Sondern dann haben wir nicht die Lernmöglichkeit, die Ursache zu kennen. Und das ist das Goldige, das ist das, was uns diese Erleuchtung dann bringt, wo wir dann Ende des Lebens erreichen sollten. Der Körper reagiert auf den Zustand der Hypoxie und Hypothermie. Das sind zwei wichtige Begriffe, die wir kennen müssen, um dem entgegenzutreten, um in die Balance zu kommen. Also Krankheiten sind im Wesentlichen eine Art gemeinsame biologische Reaktion auf einen Notfall, der durch den täglichen Stress ausgelöst wird. Und wir haben so viele Notfälle. Und die meisten, da können wir etwas dafür tun und dann ist wieder gut. Nur schon etwas zu essen ist ein Notfall. Für die Verdauung. Er muss etwas tun damit. Er muss es erkennen und verarbeiten und dann wieder in die Balance bringen. Und das ist ja das, was die Natur macht. Jeden Moment alles in die Balance bringen. Darum braucht es diese 6 Billionen Impulse in jeder Sekunde. Und da muss ja jemand da sein, das übersteigt unser Denkvermögen. Und da können wir doch täglich Danke sagen. Hey, danke, dass ihr da seid und mir da helft. Also Hypoxie und Hypothermie. Hypoxie ist der ganze Körper oder Teile davon betreffende Mangelversorgung des Gewebes mit Sauerstoff. Und wir wissen, Sauerstoff ist ein Grundnahrungsmittel, da ist so viel drin. Im Atem, da ist der Geist Gottes drin. Das, was uns Leben gibt. Und man kann nur dem Leben durch Leben geben. Und darum ist der Atem mehr als nur Sauerstoff. Sondern es ist die ganze ernährende Seite der Mutter. Die ist da in dem Sauerstoff drin. Die ernährt uns. Ein Neugeborenes atmet noch nicht. Es bekommt dann den ersten Atemzug und beginnt dann zu lernen zu atmen, beginnt zu lernen, den Sauerstoff aufzunehmen. Und der Höhepunkt des Lebens ist dann, wenn wir den letzten Atem zurückgeben. Und bis dann atmen wir und gehen durchs Leben. Und das Ganze verschiebt sich dann von diesem Glykolyseweg zum mitochondrialen Weg. Der mitochondriale Weg, wo der weibliche Weg ist, der Glukoseweg, zuerst muss etwas aufgebaut werden, das ist immer das Männliche, und
das Weibliche ernährt. Das ist überall so. Das ist im Geistigen so. Unsere geistige Mutter ernährt uns geistig und im Physischen ernährt uns die Mutter. Sie stillt, sie schaut und sie ist auch da, um das Kind geistig zu schützen. Der Mann, der ist da, um das kind, die Familie physisch zu unterstützen. Und da gibt es ab und zu Kampf. Und das gibt dann wieder diese Notfallbereitschaft im Kampf. Da muss ich dann sofort zuschlagen können oder flüchten können oder schützen können. Und das ist alles diese Prozesse. Und Hypoxie und Hyperthermie sind so ein Notfall. Dann wird die ganze Energie wird benutzt für diesen Notfall. Darum, die Temperatur geht runter, Sauerstoff, das ist eine anaerobe Aktion, wo wir nicht atmen, sondern zuschlagen oder was auch immer. Oder den 100-Meter-Läufer, der dann 100 Meter ohne zu atmen da durchgeht. Und das ist normales Leben. Aber dann musst du wieder, das geht nur kurz. Dann muss wieder die andere kommen. Und da haben wir die Hypothermie, also eben die Unterkühlung. Und die tritt nach Kälteeinwirkung auf den Körper eines Lebewesens auf und kann Gesundheitsschäden oder den Tod herbeiführen. Und darum sind diese beiden Dinge diejenigen, denen wir Sorge tragen müssen. Eben lernen, richtig zu atmen und lernen, am richtigen Ort die richtige Temperatur zu haben. Es bringt nichts, wenn der Mann eine Flasche da auf sein Organ legt. Das ist nicht gut. Aber es gibt andere Körperstellen, wo es ihm sehr gut tut. Darum, das Bewusstsein ist das, was am wichtigsten ist. Je bewusster wir etwas sind, umso bewusster können wir etwas tun für uns, für die Balance. Also Krebs ist nicht schädlich, sondern eine Methode, die unsere Körper verwenden, um sich an ein schwieriges Umfeld anzupassen. Wir haben 2 Energiekraftwerke in uns, eben. Das ist der Glykolyseweg und der mitochondriale Weg. In jeder Zelle hat es die beiden. Das eine ist der Yang, das männliche, und Yin, da das weibliche. Die Quelle, Nährstoffe aus Kohlenhydraten vorwiegend. Und da haben wir die Nährstoffe auch aus Kohlenhydraten, aber nicht so viel. Er nimmt ein bisschen von dem da dann. Und da sind wichtig Fette, Eiweiß, Sauerstoff und Sonnenlicht. Die Menge der erzeugten Energie ist da sehr gering. Ein Molekül hier kann 2 Moleküle herstellen, Energiemoleküle. Hingegen da kann ein Molekül 36 Moleküle Energie herstellen, also 18 Mal mehr. Das zeigt, wie wichtig das für uns ist, für uns die Energie. Allein nur mit dem Weg zu gehen, funktioniert nicht. Dann die Lage ist da im Zytoplasma und da sind die Mitochondrien. Energie verwendet in weißem Muskel, das ist eben der äußere Muskel, das ist der Kraft hat, oder? Bei der Haut und Sperma. Darum werden Männer die Geschlechtsorgane außerhalb, weil es dieses kalte Milieu 5 Grad weniger braucht, damit diese Spermien, diese Zellen sich wuchern können und produziert werden können. Wobei beim mitochondrialen Weg sind es die roten Muskeln. Das sind so die Ausdauerathleten, die haben eigentlich vorwiegend die Muskulatur, darum haben sie kein Volumen, aber die haben Ausdauer. Das Gehirn, Herz, Leber und die Eizelle. Und
Was das betrifft, wenn die mal gebildet sind, dann bleiben die ein Leben lang. Nicht so da. Wenn die nicht mehr trainieren, dann beim Training machen wir einen Notfall, oder? Wir bringen den Muskel so in Not, dass er nicht mehr kann und dann kommt dieser Schmerz und das gibt dann diese Überreaktion von Zellteilung. Es bildet mehr Muskeln. Charakteristik, also da die sofortige Kraft und das Teilen, oder? Sofort die Reaktion, das wird sogar trainiert im Sport, oder? Und da Ausdauer und Reife, das ist wichtig, Reife. Massive Energieproduktion. Das ist ein anaerober Prozess ohne Sauerstoff, das ist ein aerober Prozess mit Sauerstoff. Also in der modernen Gesellschaft leben viele eine unausgewogene, stressige Lebensweise, die stark auf den Glykolyseweg augenblickliche Kraft setzt. Darum haben wir jetzt auch so viele Zivilisationskrankheiten. Oder? Und die Beibehaltung einer solch unausgewogenen Lebensweise kann Krankheiten verursachen. Und das tut sie auch. Sie zeigt uns, hey, es geht nicht, komm, es braucht mal eine Pause, oder? Mal so richtigen. Grippe ist wunderbar, dass man mal 3-4 Tage einfach im Bett bleiben darf, dem Chef sagen kann, hey, ich bin krank und kein schlechtes Gewissen haben muss. Ich bin ja schließlich krank. Aber in dieser Zeit, da kann sehr viel passieren. Oder? Und dann ist ja oft auch am Anfang das Frösteln. Die erste Nacht, man hat richtig kalt, das ist dann, sind wir immer noch auf diesem Weg, dem kalten Weg, oder? Und der Atem ist schwierig. Kleine etwas machen bringt einem schon aus dem Atem, oder? Und dann merkt man plötzlich hat man so eine richtige Schweißnacht, wo man schwitzt. Ja? Und da merkt man, jetzt bin ich auf dem richtigen Weg. Jetzt kommt die Wärme zurück, dann kommt dann der Appetit wieder und man kann besser schlafen und so weiter. Stresssituationen, das ist früher noch oft halt im Urwald zum Beispiel gewesen, oder? Wenn man sich im Dschungel verirrt wird und dann hört man so komische Stimmen. Ich habe auch Militärdienst geleistet und hatten so ein Manöver und war so auf der Wache, so einen Graben im Zelt, oder? Und dann hat es geregnet und es war dunkel und man hat Geräusche gehört, aber nichts gesehen. Und ich kann euch sagen, das ist Stress pur. Oder viele haben Druck am Arbeitsplatz und haben belastende zwischenmenschliche Beziehungen zu den Menschen, mit denen sie zusammenarbeiten. Mobbing ist jetzt oft ein Thema. Und natürlich durch die ganzen Smartphones und Kommunikationsmöglichkeiten hat man keine Ruhe mehr, kann man jemand 24 Stunden mobben. Also kann man sich vorstellen, der Stress, den die haben. Oder wenn wir stark wütend sind oder in den Angriff gehen wollen, dann löst das Stress im Sympathikus aus und der kommt ins Wirken. Oder? Wir haben ja gestern und wie gehört, diese beiden Nervensysteme in uns, der Sympathikus, der sofort auf Angriff, auf Lebendigkeit ist, und der andere, der Parasympathikus, der erholt sich, der geht in die Ruhe. Und wir brauchen beide, wir brauchen das als ein Team, dass auch das in der Balance ist, also dass wir lernen, aus dem Stress sofort in den Parasympathikus kommen, sofort in die Ruhe. Bei Irritationen oder Wut sendet der Sympathikus den Befehl, Neurotransmitter, Adrenalin, Noradrenalin und Dopamin freizusetzen, was eine schnellere Herzfrequenz, einen höheren Blutdruck und einen höheren Blutzuckerspiegel zur Folge hat. Und das ist das Problem, das wir heute überall haben mit diesen
Zivilisationskrankheiten, zu hohem Blutdruck und Diabetes, es ist alles die Folge des Stress. Aber Stress ist gesund, bis zu einem Punkt. Wenn wir lernen, damit umzugehen, wenn wir lernen, den Stress zu vermindern, und das ist das, wo wir lernen müssen. Darum ist das Zeitmanagement so wichtig. Und es braucht natürlich dann auch eine Disziplin. Am liebsten hätte man natürlich, dass alles weitergeht, dass wir in diesem Stress weiterleben können und irgendeine Tablette nehmen oder irgendein Vitamin, das dann das hilft, dass ich trotzdem so weitermachen kann. Aber das ist nicht die Lösung. Also da haben wir Stress, das hat Einfluss auf das sympathische Nervensystem, es wird dominant. Das löst die Absonderung von Neurotransmittern wie Adrenalin und Noradrenalin und die Blutgefäße ziehen sich zusammen, was in der Verstopfung des Blutflusses endet. Bei mir, damals vor 4 Monaten, diese Embolie. Und das war dann wirklich ein Weckruf. So fallen unsere Körper in den Zustand der Hypothermie und Hypoxie. Das ist immer das Simple, was da passiert. Was zu Hyperglykämie und Hypertonie, also Überzuckerung und hoher Blutdruck führen kann. Dieser Prozess wird nicht nur vom Sympathikus, sondern auch vom hormonellen System unterstützt, zumal die Hormone die Entwicklung von Hypoglykämie beeinflussen können. Und wenn man da nicht weiterkommt, dann beginnt man bei den Hormonen herumzudoktern. Einfach um baldmöglichst das Symptom zum Verschwinden zu bringen. Und das ist nicht die Lösung. Darum, die Stimme unseres Körpers. Der Körper, er kommuniziert mit uns. Und er kann nur kommunizieren eben über Schmerzen, über Krankheiten, über Unwohlsein. Wie will er sonst? Und unsere Körper können nur eine bestimmte Menge an Stress aufnehmen, nicht zu viel. Klar, es kommt immer darauf an, in welchem Alter man ist. Darum, zwischen 20 und 30, da ist man voll an der Front. Aber dann schon 30 bis 40 beginnt es langsam, dass man sich langsam zurückziehen muss. Wenn wir die Stimme unseres Körpers ignorieren und diese Bedingungen weiter bestehen, kann dies eine tödliche Krankheit zur Folge haben. Darum müssen wir etwas tun, wenn der Körper so mit uns spricht. Es handelt sich um einen Vorgang, mit dem unser Körper auf einen Notfall reagiert. Stress ist in einigen Fällen notwendig. Wir haben über die Geburt gesprochen. Jede Geburt ist ein Trauma. Es gibt einfach, nach meinen Erfahrungen, ich habe viel mit solchen Traumas gearbeitet als Therapeut, es gibt die übernatürlichen Traumas, die zu lange bestanden haben, weil nach der Geburt, da gibt die Hormone, alles, der Körper ist so wunderbar eingerichtet, dass er diesen Stress, dieses Trauma wieder in die Balance bringen kann. Und sonst eben sind wir froh, dass wir da Methoden haben, wo wir das korrigieren können. Stress sollte nicht als etwas grundsätzlich Schlechtes betrachtet werden, sondern es braucht diesen gesunden Stress, es braucht eine gewisse Dosis. Und jeder muss heraussuchen, was ist heute gut. Was heute gut ist, muss nicht unbedingt morgen gut sein. Es ist wichtig, jede wichtige Antwort als Teil des großen Bildes zu betrachten. Darum habe ich dieses Bild gewählt. Think outside the box, denke außerhalb der Box. Für das sind wir da, dass wir das vom Hören her sehen. Das ist der Daseinsgrund von der World Foundation for Natural Science, dass wir es von weiter her sehen, dass wir von dort her versuchen zu sehen, wie es der Schöpfer gewollt hat. Was steht da? Weil wir sind auf dem Weg, ein Schöpfer zu werden. Wir haben die ganze Schöpfungskraft in uns. Wenn Sie es aus der Makroperspektive
Perspektive betrachten, finden Sie eine neue Bedeutung der ungünstigen Bedingungen. Wenn ich es aus dieser Warte sehe, dann ist es ein Glücksfall, dass ich vor 4 Monaten auf der Intensivstation war. Es ist nötig geworden. Warum? Weil ich vorher nichts daraus gelernt habe. Ich wusste es ja. Ich wusste, aber so denkt man nicht. Oder? Also musste meine Lebensweise wirklich ändern, und zwar aus dieser höheren Sicht aus. Und auch mehr dankbar sein für das Privileg, hier zu stehen, in diesem Amt, in dieser Verantwortung. Und mich nicht als Opfer des Schicksals, Opfer, oh, ich arm, habe so viel zu tun und da muss ich und da und dort. Nein, das ist die Falle. Opferhaltung ist ganz etwas Übles. Das erzeugt Wut, Entzündungen, Probleme. Dr. Rauber nickt. Dann landen wir dort, und ich landete auch bei einem Berufskollegen von ihm, weil dann die Wirbelsäule, die hat sich da verbogen. Weil das sind 2 Kräfte in mir, die eine will da und die andere dort. Und dann gibt es die Skoliose. Der ist stärker, der hat resigniert, also ist alles so einfach zu erklären. Und es ist auch einfach wieder zu korrigieren, weil, wie ich schon gesagt habe, es braucht nur die Entscheidung. Es gibt im Sport ein Zitat: Der Sieger wird in der Niederlage geboren. Durch Niederlage, durchs Kämpfen, da lernen wir, da kommen wir weiter, da können wir wachsen. Nicht vom Gewinnen. Gewinnen kann man schnell. Es kommt darauf an, wer der Gegner ist. Ich kann mir einen Gegner aussuchen, wo ich gewinne, dann habe ich gewonnen. Aber bin nicht stärker geworden. Aber dort, wo ich kämpfen muss, dort, wo ich eben in Stress kommen muss, darum ist Stress gesund. Aber man muss lernen, ihn wieder abzubauen. Darum ist das etwas vom Wichtigsten. Es gibt immer diese beiden, Spannung, Entspannung, braucht beides. Aber es muss in der Balance sein. Leben geht durch verschiedene Phasen durch. Von da, Zellteilung, alles, noch keine große Ausdauer, aber frisch und lebendig, aktiv. Aber nachts schlafen. Kommt man ins Berufsleben, bekommt mehr Verantwortung, man beginnt sich zu überarbeiten, die Abende werden länger, die Nächte kürzer, Ausgang, Verlieben, da, zack. Wobei Verlieben zeigt, gibt sehr viel Energie, ist etwas ganz Gutes. Und dann wird man älter, dann denkt man, jetzt bin ich pensioniert, jetzt kann ich das Leben ruhig nehmen. Denkst du, seit ich pensioniert bin, bin ich in diesem Amt, aber es macht Spaß. Und es geht nicht immer aufwärts, es gibt diese Wellen, die sind natürlich. Eben zum Wachsen braucht es diese Wellen, wo es mal gut geht und dann geht es mal nicht so gut, aber dann geht es wieder gut. Und dann kommt dann die Erleuchtung. Da sind wir auf dem Weg, wo wir dann nicht mehr viel physisch machen müssen, sondern das Nötige immer ein bisschen, aber es nimmt immer mehr und mehr ab. Und dann kommt die Phase, wo wir heimgehen dürfen. Dann kommt die Phase, wo wir uns vorbereiten für den letzten Atemzug. Und das heißt, dass wir plötzlich gar keinen Appetit mehr haben, wir essen nichts mehr, wir leben nur noch vom Sauerstoff und von der Sonne und von den feinen Energien und gehen langsam zurück und können schmerzlos den letzten Atem zurückgeben. Und juhui. Das ist etwas vom Zentralen. Die Denkweise und die persönlichen Werte. Für das sind wir da, dass wir unsere persönlichen Werte immer verbessern. Und das ist gepaart mit der Denkweise. Es ist wichtig, auf gesunde Ernährung zu achten und regelmäßig zu trainieren. Allerdings sind diese Dinge zweitrangig. Das Essen und das Training ist zweitrangig. Die
die entscheidenden Gründe, warum wir Krankheiten bekommen, sind tief in uns verborgen. Sie verstecken sich in unserer Denkweise und den persönlichen Werten. Und da müssen wir immer zuerst hinschauen. Was denke ich? Was fühle ich? Was habe ich jetzt da gesagt? Mal diese Dinge. In meinen Seminaren habe ich immer das als Hausaufgabe gegeben. Wir müssen lernen, unsere 4 Körper zu kontrollieren. Der physische, der Gefühlskörper, der Gedankenkörper und der geistige Körper. Und da hilft diese Übung sehr gut, dass ich mich vielleicht 4-mal täglich, eine Viertelstunde, überprüfe, betrachte, was denke ich, was fühle ich, wie ist meine Haltung, was habe ich jetzt da gesagt. Und wenn ich etwas erkenne, das nicht aufbauend ist, sofort das Positive, das entsprechende Gute zu sehen und dem Kraft zu geben. Und das ändert die Lebensqualität beträchtlich. Und so habe ich begonnen, mich kennenzulernen. Meine Muster. Man sagt ja auch oft, man hat einen blinden Fleck und sieht selber nicht. Also, nicht zu stressig, nicht zu faul. Das ist der Schlüssel. Der Mensch erhält seine Gesundheit, indem er zwischen angespannten Momenten und Entspannung pendelt. Nicht zu fleißig, nicht zu faul. Wenn Sie dieses Gleichgewicht finden, können Sie ernsthafte Erkrankungen vermeiden und das Altwerden genießen Jahr um Jahr. Und dass das Weibliche halt ausdauernder ist, das ist Natur. Dass das Männliche kurz, kräftig, aber dann muss es wieder Zeit haben, sich zu erholen. Aufs Sofa liegen. Krankheiten sind gute Gelegenheiten für Lernerfahrungen in Bezug auf das Ungleichgewicht in ihrer Lebensweise. Patienten haben in unterschiedlichen Körperteilen Krebs, nämlich in denjenigen Körperregionen, die unter Hypothermie und Hypoxie leiden oder litten. Und meine Erfahrung zeigt ja immer, dass jeder von uns hat irgendwo eine Schwäche, ein schwaches Glied. Und das ist das, wo dann halt als erstes dann auch kommt. Und es kommt ja, damit ich aus dieser Schwäche eine Stärke machen kann. Und das können wir. Wenn das dann stark ist, gibt es dann halt wieder einen anderen Schwachpunkt. Dann kommt halt das. Also, wenn Magenschmerzen andauern, beginnen sich Zellen im Magen schnell zu vermehren, was Magenkrebs verursachen kann. Oder Prostatakrebs ist bei uns Männern oft. Und das sind eben auch wieder die 2 Extreme, die Prostatakrebs erzeugen können. Der Athlet, der viel zu viel macht und zu oft auf diesem Glykolyseweg ist. Ebenso wie zum Beispiel ein Manager, der auf dem Chefsessel sitzt, bequem, und von dort einfach zuschaut, was da jetzt alles passiert, wie die Zahlen hochgehen und so. Und beide haben ein Problem mit sich selber, dass sie sich zu wenig männlich fühlen. Der eine hat Angst, nicht mehr der Macho zu sein, oder? Und der andere hat Angst, dass er nicht wirklich das tut, was er tun sollte als Mann. Und darum arbeite ich eigentlich oft mit diesem Buch da, Heile deinen Körper von Louise Hay. Das hat mir immer wieder geholfen, ein bisschen das Muster zu sehen, das Denkmuster, was negativ ist und was es zu tun hat. Und dann ist auch wichtig, dass wir die entsprechende positive Affirmation finden, was uns hilft, das anzustreben, an das zu denken. Und wenn wir das dann einbauen in die Atmungsübung, können wir da diese Affirmationen mitnehmen. Und das hilft sofort, das hilft sehr schnell. Wenn ich mich so in einer Krise bin und das Richtige finde und das vielleicht 3, 4, 5 Mal sage, geht es mir schon viel besser. Spüre ich, wie Ruhe einkehrt und wie es besser geht. Also das haben wir auch auf dem Büchertisch noch ein paar. Das hilft jetzt, wenn ich da schaue, bei Prostata
steht für das maskuline Prinzip. Das Gedankenmuster wäre, ich akzeptiere und freue mich meiner Männlichkeit. Da ist halt der Mann sehr bedacht auf Bestätigung, weil er ist der Täter. Und als Täter braucht er die Bestätigung. Da ist die Tat auch drin. Die Frau ist da ganz anders. Sie ist die Schönheit, sie muss attraktiv sein und begehrenswert. Oder? Und hat dort dann ihr Thema. Gut, dann ist die ideale Formel. Die ideale Formel sehen wir hier 1:1. Dass wir das immer in dieser Balance halten. Und das ist das, wo immer zählt, die Balance in allem, was wir tun. Ich zeige jetzt nur schnell dieses Bild, das ist eben der Weg der Erleuchtung. Geht Stufe um Stufe, Alter um Alter. Und für das sind wir da, zum Erleuchtung erreichen. Und was ich noch gerne zeigen wollte, ist diese Folie über die Ernährung. Aber schauen wir doch das mal richtig an. Niedrigdosis Strahlung im Gemüse. Das sind radioaktive Strahlungsdosen, ganz feine Dosen. Und diese geringen Strahlungsdosis ist in Gemüse und Früchten, das heißt Kalium-40. Kalium-40 ist ein notwendiges Element bei der Zugabe von Wasserstoff aus Nährstoffen, so wichtig wie die Energie aus Sonnenlicht. Vitamine und Mineralien, die im Gemüse und in den Früchten enthalten sind, sind wichtige Nährstoffe für Mitochondrien, aber das ist nicht alles. Die Zugabe von geringen Strahlungsdosen und elektromagnetischen Wellen stimuliert auch die Energieproduktion im Kraftwerk der mitochondrialen Wege. Also wenn wir einfach das in Tablettenform nehmen wollen, die Strahlung und diese elektromagnetischen Wellen sind dort nicht drin. Darum ist die Empfehlung wirklich das zu nehmen, was Mutter Natur uns zur Verfügung stellt. Die 8 Regeln, um Krebs fernzuhalten. Seien Sie aufmerksam gegenüber körperlichen und geistigen Belastungen. Und jetzt die Reihenfolge ist prioritär, oder? Das erste ist das Wichtigste. Aufmerksam gegenüber körperlichen und geistigen Belastungen. Was mache ich körperlich? Wie ist mein Tagesrhythmus? Was habe ich jetzt getan? Und dann die geistige Belastung. Wie ist mein Denken? Sind Ängste da? War da ein Konflikt oder etwas, was ich da verdrängt habe und so weiter? Zweitens, ändern Sie die Lebensweise des zu fleißig Seins. Warum wollen wir so fleißig sein? Das ist ja schön, wenn man fleißig ist. Aber wenn wir zu fleißig sein wollen, dann ist meistens eine Angst dahinter, Angst nicht akzeptiert zu sein, Angst kein Lob zu bekommen, Angst Fehler zu machen und so weiter. Und das ist ständiger Stress. Finden Sie Wege, um eine Pause zu machen und entspannen Sie sich. Und das muss entsprechend im Rhythmus sein. Entsprechend das, was ich mache, muss dieser Rhythmus da sein. Und da kann man wirklich kreativ sein. Und das braucht nicht lange. Wenn ich eine qualitativ gute Pause mache, kann ich so viel herausholen. Ich gehe extra nach Hause über Mittag, dass ich das machen kann. Dass ich richtig essen kann, das richtige Essen und die richtige Erholung, wenn es geht mit Sonnenschein. Sonnenbaden ist so wichtig. Und sonst ins Bett, aber nur kurz. Und das ist nicht der richtige Schlaf, das ist einfach Entspannung, in diesen Zustand zu gehen, wo der Parasympathikus richtig wirken kann. Seien Sie kreativ, damit Ihr Körper nicht abkühlt. Immer schauen,
Auch wie ich mich bekleide, schauen, dass immer etwas da ist, dass ich diese Körperwärme einhalten kann. Oder eben mit Bettflaschen oder an die Sonne oder was es dann gibt, eben kreativ sein. Ersetzen Sie übermäßiges Trinken und Essen mit leichtem Essen. Empfiehlt er die Regel 80% des Hungers stillen, also immer noch 20% Hunger dazulassen, und er sagt, dann hat er viel besseres Immunsystem, viel mehr Energie. Ich würde es nicht denken, aber es ist so. Man hat mehr Energie, und genau, was ich begonnen habe, nicht nach 7 Uhr abends noch zu essen, wenn es geht. Damit ich nicht in der Nacht noch belastet werde durch die Energie, Verdauen und so weiter. Und das lohnt sich. Also nur wenig essen. Sowieso im Alter isst man viel, viel weniger. Wenn ich denke, was ich während meiner Aktivzeit gegessen habe, das ist schon übel. 800 Gramm Speck mit 1 Kilo Bohnen alleine und ein Liter Mineralwasser mit Kohlensäure. Und dann war der pH-Wert dann im Keller. Aber man lernt dazu. Also war fein geschmeckt. Aber wenn man jung ist, dann habe ich es ja verbrannt, oder? Aber mit dem Alter, darum ist auch, was die Kinder essen, ist anders, was sie brauchen, als die Erwachsenen. Oder? Darum, die brauchen noch nicht so Gemüse und solche Sachen, die brauchen Kohlenhydrate. Und dann kommen sie selber auf den Geschmack mit dem Alter dann. Mit so 3, 24 beginnen sie dann auch Gemüse dazu zu nehmen, weil es der Körper braucht. Integrieren Sie Aerobic-Übungen in Ihre Lebensweise. Da gibt es einfache Übungen, wo man das tun kann. Einfach ein bisschen, man merkt sofort, wie es wärmer wird. Oder mal die Treppe hochläuft, dann ist man schön warm, wenn man oben ist. Besonders am 13. Ihr dürft mich gerne besuchen kommen, wenn ihr zu Fuß kommt. Bis zum 13. Wertschätzen Sie das Lachen und zeigen Sie Ihre Dankbarkeit. Ganz wichtig, das Lachen. Leider eben Zeit ist, ich könnte noch so viel über das Lachen zeigen, aber immer wieder, es ist gut, über sich selber zu lachen, mit anderen zu lachen. Es befreit, es reinigt, es gibt Sauerstoff, es entspannt einfach. Und die Dankbarkeit, wissen wir, zusammen mit der Wertschätzung führt zur Liebe. Und das ist das Hauptthema. Wir sind ein Produkt der Liebe, und um uns zu verwirklichen, müssen wir in diese Liebe kommen. Geben Sie Ihrem Leben einen Sinn. Finden Sie Freude in Ihrem Leben und setzen Sie sich Ziele.